Dein neues Magenta TV lohnt sich. Schicker, einfacher und einfach besser. Du hast die neue Magenta TV One für die Umstellung erhalten und die richten wir jetzt zusammen ein, Schritt für Schritt. Aber zuerst schauen wir mal, ob alles da ist. Einmal die Magenta TV One, das passende Netzteil, das HDMI-Kabel und die Fernbedienung mit den dazugehörigen Batterien. So, ist alles da? Dann würde ich sagen, wir legen los. Wir fangen an mit der Fernbedienung und den Batterien. So, einmal öffnen, einlegen und ganz wichtig gucken, dass es passt. Das heißt, Plus auf Plus und Minus auf Minus. So, wieder schließen, einrasten lassen, fertig. Dann schließt du das HDMI-Kabel an die passende Buchse an der Magenta TV One an und das andere Ende am Fernseher. Hier ist der HDMI-Eingang. Jetzt brauchen wir natürlich noch Strom. Hier die Powerbuchse und ab in die Steckdose. Nimm bitte immer das neue mitgelieferte Netzteil. Du kannst die Magenta TV One mit LAN oder WLAN verbinden. Wir empfehlen die LAN-Variante. Ich zeige dir beides. Wir starten jetzt mit der LAN-Verbindung. Nimm jetzt ein Netzwerkkabel und verbinde die Magenta TV One mit deinem Router. Schalte den Fernseher an und wechsle mit der Fernbedienung deines Fernsehers auf den HDMI-Eingang, an dem du die Magenta TV One angeschlossen hast. Dann startet die Einrichtung automatisch, aber dazu gleich mehr. Vorher noch kurz zur Verbindung per WLAN. Hier brauchst du keine zusätzliche Verkabelung. Denk nur dran, stell die Magenta TV One bitte frei auf, also nicht hinter dem Fernseher und nicht neben einem anderen elektrischen Gerät. Und dann das gleiche wie vorher auch. Einmal den Fernseher anmachen, den HDMI-Eingang auswählen und auch hier startet die Einrichtung automatisch. Jetzt brauchst du die Magenta TV One Fernbedienung. Starte die Schritt-für-Schritt-Anleitung, indem du auf Los geht's klickst. Du kannst deinen Fernseher über dein Smartphone einrichten, allerdings nur mit Android. Möchtest du deinen Fernseher nicht über dein Smartphone einrichten, dann klicke hier auf Überspringen. Jetzt wählst du als nächstes die gewünschte Internetverbindung aus. Wir wählen hier WLAN. Gib dein Passwort für deine WLAN-Verbindung ein. Um Zahlen einzugeben, kannst du das direkt über die Zifferntasten deiner Fernbedienung machen. Klick dann bitte hier auf das Häkchen. So, jetzt bist du mit dem Internet verbunden. Du kannst dich jetzt hier mit deinem Google-Konto anmelden, musst du aber nicht. Wir überspringen das Ganze. Als nächstes ist natürlich wichtig, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Dann gibt es noch ein paar nützliche Tipps von uns, wie du die Funktionen auf deinem Fernseher ändern kannst. Mit OK geht's weiter. Hier kannst du Google-Dienste auswählen und klicke dann auf Akzeptieren. Wenn du die Sprachsteuerung von unserem Magenta TV nutzen möchtest, sie ist automatisch installiert, dann überspringe hier den Google-Assistenten. Im nächsten Schritt gibst du deinem Gerät einen Namen. Damit weißt du, auf welches Gerät du streamst bzw. mit welchem du dich verbindest. Danach kannst du weitere Apps installieren, indem du hier Häkchen setzt. Dann gibt es noch einen Überblick über die wichtigsten Funktionen wie Apps und Sprachsteuerung und das Streamen von Fotos, Videos und Musik von deinem Smartphone auf den Fernseher. Fertig! Nun werden deine Einstellungen im System übernommen. Jetzt kannst du dein Magenta TV noch individualisieren und bekommst ein paar Tipps zur Nutzung von uns. Und das ist dein neues Magenta TV. Wenn du Magenta TV über Smart TV, Tablet oder Smartphone nutzt, dann musst du die App des neuen Magenta TV laden. Das wird dir automatisch angezeigt und du wirst ganz bequem durch den Ablauf geführt. Ob auf deinem Fernseher wie hier in der Abbildung oder auf deinen anderen Geräten, die Nachricht und der Ablauf sind identisch. Es gibt ältere Smart TV und Apps, die die neue Technologie nicht unterstützen und somit nicht verwendet werden können. Die Liste dazu findest du hier auf der eingeblendeten Internetseite. So, jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch Chips oder so. Wow, wo kommen die denn her? Weißt du was? Jetzt wünsche ich dir auch ganz viel Spaß mit deinem neuen Magenta TV.